Herzlich willkommen, liebe Tischtennisfreunde, heute zu einem erneuten Testvideo hier auf tt-test.de. Ja, auch Andro hat eine Hybrid-Serie herausgebracht, und zwar die New Zone oder Knudsen Belag-Serie. Ich werde heute für euch den brandneuen Knudsen 50 ausprobieren. Bin sehr gespannt, wie er sich spielt. Und für einen ausführlichen Testbericht schaut natürlich gerne auf tt-test.de vorbei. Dort schreiben wir nochmal alle Fakten nieder und auch die persönlichen Einschätzungen. Und damit genug der einleitenden Worte und let's go mit dem Video. Wie immer gibt's von mir den Faktencheck vorneweg. Der Andro New Zone 50, ich glaube so spricht man den Namen aus, hebt sich durch seine wissenschaftlich fundierte Entwicklung hervor. Laut Hersteller wurde der Belag mithilfe der Spin-Side-Technologie konzipiert, was ihn zu einem der ersten Belege dieser Art macht. Der Schwamm des New Zone 50 ist cremefarben, feinporig und weist eine Härte von 50 Grad auf, was ihn zu einem der härteren Belege am Markt zählen lässt. Das Obergummi ist griffig, jedoch kaum klebrig. Bestenfalls ist eine leichte Klebrigkeit spürbar. Ein weiteres Detail ist das Noppendesign. Die Noppen sind außergewöhnlich kurz, wodurch der Belag insgesamt dem Hybrid MK optisch sehr ähnelt. Mit einem Gewicht von 68,2 Gramm zählt er zu den schwereren Belegen und ist gewichtettechnisch auf einem Level mit dem MK Pro. Was den Preis betrifft, liegt der New Zone 50 im Premium-Preissegment. Mit einer UVP von knapp 80 € ist er deutlich teurer als viele Alternativen. Andro bewirbt jedoch eine überdurchschnittliche Haltbarkeit als Rechtfertigung für diesen hohen Preis. Der Belag zeigt seine Stärken besonders bei direkten, kraftvollen Schlägen. Ich hatte das Gefühl, dass er genau für dieses Spiel konzipiert wurde. In der Halbdistanz performt er für mich sogar noch besser, da ich hier mehr Power in den Ball hineingeben kann, da ich auch mehr Zeit habe und dementsprechend Zeit für längere Bewegungen. Positiv fiel mir auf, dass der Belag nicht übermäßig empfindlich auf den Spin im Ball reagiert. Dadurch konnte ich mich bei aktiven Schlägen stärker auf meine eigene Bewegung konzentrieren, ohne alles fein justieren zu müssen, ein Vorteil gegenüber weicheren Belegen. Bei den Aufschlägen und gefühlvollen Rückschlägen konnte mich der Belag nicht so ganz überzeugen. Hier ist mir die Ballkontaktzeit zu kurz und das Feedback, das mir mein Holz vermittelt, zu gering. Mit einem langsameren, gefühlvolleren Holz könnte das anders aussehen. Der Andro New Zone 50 zeichnet sich durch eine geradlinige Flugkurve aus. Wenn ich Power in den Ball stecke, liefert der Belag eine ordentliche Geschwindigkeit. Allerdings fehlt ein spürbarer Katapulteffekt, wenn ich den Ball ohne viel Energie spiele. Der Ball verhungert etwas und bleibt mir öfter mal im Netz hängen. Im Vergleich zum Tipa Hybrid K3 ist der Katapulteffekt des New Zone 50 deutlich geringer, was ihn für mich weniger intuitiv macht. Ein wesentlicher Punkt ist das vergleichsweise hohe Gewicht des Belags. Ich musste mein Timing anpassen, um die Balance und Kontrolle meiner Schläge zu optimieren. Besonders zu Beginn des Tests habe ich mich darauf konzentriert, meine Bewegungen so anzupassen, dass ich den Ball im Sweet Spot des Schlägers treffe. Hier sieht man, wo der Sweet Spot sich auf dem Schläger befindet. Gelingt dies nicht, verliert der Schlag deutlich an Kontrolle und Power und der Ball landet oft im Netz. Mit zunehmender Gewöhnung wurde das jedoch einfacher und der Belag spielte sich deutlich angenehmer. Der New Zone 50 verzeiht weniger Fehler, insbesondere wenn der Ball nicht, wie gerade erwähnt, optimal getroffen wird, das heißt im Sweet Spot. Wenn ich den Ball nicht perfekt auf dem Schläger getroffen habe, hat das zu einer spürbar schlechteren Energieübertragung geführt. Das ist mir im Vergleich zu anderen Belegen besonders aufgefallen. Dort verzeihen Alternativen mehr Ungenauigkeiten. Sobald ich jedoch das richtige Timing gefunden hatte und die Bälle präziser traf, war ich mit der Kombination aus Power und Kontrolle bei meinen aktiven Schlägen sehr zufrieden. Die von Andro beworbene lange Haltbarkeit des Belags habe ich während des Tests auf meinem Zweitschläger genauer unter die Lupe genommen. Positiv fiel mir auf, dass der Belag über längere Zeit weder an Power noch an Katapulteffekt eingebüßt hat. Leider zeigte das Obergummi nach einer gewissen Zeit denselben Verschleiß wie andere Belege. Der Grip nahm ab und die Oberfläche stumpfte ab. Besonders für fein getroffene Bälle wurde die Spin-Entwicklung schwächer, was ich schade finde. Hier hätte ich mich sehr gefreut, wenn die Haltbarkeit des Obergummis deutlich länger als die der Konkurrenz wäre.
Der Andro Newzone 50 erinnert mich beispielsweise sehr an den MK Pro, insbesondere was das Gewicht und die Spieleigenschaften angeht. Der Unterschied liegt aber im Obergummi. Der MK Pro ist griffiger, verliert diese Eigenschaft aber schneller. Der Newzone 50 spielt sich zwar auch ab, behält seine Power- und Spieleigenschaften aber länger. Dieser Aspekt macht ihn für mich zu einer etwas besseren Wahl, wenn Langlebigkeit ein wichtiger Faktor ist. Allerdings muss man auch bedenken, dass der MK Pro deutlich günstiger ist. Hier seht ihr nochmal die Eigenschaften des Newzone 50 und des MK Pros im Vergleich. Kommen wir zu meinem Fazit. Der Andro Newzone 50 ist ein Belag für Spieler, die einen kraftvollen, direkten Spielstil bevorzugen. Er erfordert Anpassungen beim Timing und verzeiht keine Fehler bei ungenauen Balltreffpunkten. Mit der richtigen Technik belohnt er jedoch mit Power und Kontrolle und Konstanz. Auch wenn die Haltbarkeit des Obergummis nicht perfekt ist, hält der Belag insgesamt länger seine Spieleigenschaften als vergleichbare Alternativen wie der Tipa Hybrid MK Pro. Für mich ist der Newzone 50 eine interessante Option, insbesondere für Spieler, die mit schwereren Belegen keine Probleme haben und einen starken Offensivbelag bevorzugen. Sehr interessant könnte der Belag für alle sein, die den Tipa Hybrid MK Pro bereits spielen und mit der Haltbarkeit nicht zufrieden sind. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Belag und auch zu dem Video allgemein in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, liebe Tischtennisfreunde. Haut rein!